Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 10 Jahren löste das sogenannte Kölner Urteil eine breite gesellschaftliche Debatte über die sogenannte Knabenbeschneidung aus. Wir wollen heute über die Hintergründe dieses Urteils und seine Folgen diskutieren. Alle 4 Personen, die in diesem virtuellen Raum hier versammelt sind, haben sich vor 10 Jahren in diese Debatte intensiv eingemischt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber nochmal diskutieren können. Ich begrüße zunächst einmal herzlich Professor Dr. Holm Putzke, Strafrechtler in Passau, der bereits 2008, also 4 Jahre vor dem Kölner Urteil, einen Fachaufsatz geschrieben hat zur strafrechtlichen Bewertung der männlichen Genitalbeschneidung. Dieser Fachaufsatz hat dann auch Niederschlag gefunden in dem Urteil. Ich begrüße ebenso herzlich Professor Dr. Reinhard Merkel, ebenfalls Strafrechtler und Rechtsphilosoph. Er war damals Mitglied des Deutschen Ethikrats und hat dort gewissermaßen in einer Minderheitenposition sozusagen die Stimme der Vernunft vertreten. Last but not least begrüße ich Professor Dr. Matthias Franz, der aus seiner Perspektive als Mediziner und Psychotherapeut wesentliche Beiträge zu dieser Debatte geleistet hat und sich bis heute intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Mein Name ist Michael Schmidt-Salomon, ich bin Philosoph und Vorstandssprecher der Giordano Bruno Stiftung, und in dieser Funktion leitete ich damals vor 10 Jahren die Kinderrechtskampagne Mein Körper gehört mir. Zwangsbeschneidung ist Unrecht auch bei Jungen. Ja, die erste Frage geht an Professor Dr. Holm Putzke. Herr Putzke, Sie haben 2008 sich mit dem damals ja doch etwas exotischen Thema der Knabenbeschneidung beschäftigt. Wie kam es dazu? Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, heute einmal nach 10 Jahren anlässlich des Urteils den ganzen Entstehungsprozess noch einmal Revue passieren zu lassen. Einer fehlt genau genommen in unserer Runde, und das ist unser Strafrechtskollege, der inzwischen emeritierte Professor Rolf Dietrich Herzberg. Der eigentliche Anstoß, sich Gedanken zu machen über dieses Thema, kam von ihm. Kurz skizziert: Rolf Dietrich Herzberg ist ein umfassend informierter, interessierter Mensch, und er liest sehr viel. Er hatte das Buch von Nekla Kelek, Die verlorenen Söhne, studiert. Und er war einigermaßen irritiert über die dort enthaltenen Inhalte, die über die religiöse Beschneidung hinausgingen. Und er kam auf mich zu. Wir waren damals schon gut bekannt aus der Zusammenarbeit an seinem Lehrstuhl, damals also noch aktiv an der Ruhr-Universität Bochum tätig war, und ich war bei ihm beschäftigt am Lehrstuhl. 2007 war das nicht mehr der Fall. Da kam er auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht noch aus meiner Zeit an der Universität muslimische Studentinnen oder Studenten kenne, die für einen solchen Austausch mit ihm in lockerer Runde in Betracht kommen. Und ich habe gesagt, ja, spontan fällt mir eine muslimische Studentin ein und ein mit mir befreundeter muslimischer Arzt. So lud also Rolf Herzberg zu einer Gesprächsrunde zu sich nach Hause ein, 2007. Und da ging es nicht nur um diese religiöse Beschneidung, sondern da ging es um Integration, da ging es um Lebensläufe, da ging es um Schwierigkeiten, da ging es um Chancen in unserer Gesellschaft. Das alles hat ihn interessiert. Und eines dieser Themen war auch die religiöse Beschneidung, weil die Schilderung in dem Buch von Nekla Kelek ist eindringlich. Und man liest es und kann einerseits die Freude über diesen Akt des Mannwerdens durchaus verstehen. Andererseits hat man aber auch das Gefühl, in die Ängste des Kindes mit eingebunden zu werden. Wir sprachen darüber, tauschten uns aus, und irgendwann fragte er ganz naiv, wie es für einen Wissenschaftler eigentlich oft am Beginn einer Erkenntnisreise ist: Warum in alles in der Welt ist das denn nicht strafbar?
Und das war genau genommen die Initialzündung. Dazu muss man jetzt wissen, Rolf Dietrich Herzberg wurde ein Jahr später, 2008, 70 Jahre alt, und da bekommt man bei uns eine Festschrift überreicht. Und zu dieser Festschrift, zu diesen Festschriften werden verschiedene Aufsätze verfasst, und ich erkannte gleich die Gelegenheit, das ist ein tolles Thema für einen Aufsatz, was in seiner Festschrift erscheinen kann. Und ich sagte damals zu Rolf Dietrich Herzberg: Lieber Rolf, lass das Thema mal ruhen. Das ist ganz spannend. Ich denke mal drüber nach. Und das war der Anfang. Und daraus ist dann dieser Aufsatz in der Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg erschienen. Ein dickes Werk zum 70. Geburtstag. Reinhard Merkel ist ebenfalls als Autor darin vertreten. Und da habe ich einen langen Aufsatz zu diesem Thema geschrieben. Und das war, soweit ich sehe, einer der ersten, wohl der erste, der sich intensiv in juristischer Hinsicht mit dieser Thematik beschäftigt hat. Haben denn die Kölner Richter, die haben sich ja auch bezogen auf diesen Fachaufsatz, haben die vorher Kontakt aufgenommen? Nein, das ist auch ganz unüblich und wäre auch Ja. überraschend gewesen. Aber ich muss eine Anekdote schildern, wenn es erlaubt ist, weil sie ist etwas amüsant, aber sie zeigt auch so ein bisschen, wie Gerichte manchmal arbeiten und dass es oft von Zufällen abhängt, ob jetzt in eine gerichtliche Entscheidung etwas aufgenommen wird. Ich habe weit nach diesem Urteil einmal erfahren wollen, wie dieser Richter denn überhaupt zu dieser überraschenden Entscheidung gekommen ist. Für mich war sie auch überraschend, weil dass ein Gericht so mutig ist, so eine Entscheidung zu treffen, ist ungewöhnlich. Und er erzählte mir als Anekdote, er sagte, in diesem Prozess hätten die Anwälte immer darauf hingewiesen, als dann die Staatsanwaltschaft sagte, es gibt da durchaus eine inzwischen durchaus ganz starke, wohl herrschende Meinung im juristischen Schrifttum, die das Ganze für rechtswidrig erklärt. Da sagten die Anwälte immer sinngemäß: Ja, ja, das ist der eine Spinner in Passau. Und der Richter hat das zur Kenntnis genommen und hat dann das gemacht, was man als Gericht auch tun sollte. Er hat sich gesagt, das schaue ich doch mal nach, das kontrolliere ich. Und er erzählte mir, er habe sich gedacht, dann schaue ich doch mal in den Kommentar hinein, mit dem ich im Studium immer gearbeitet habe. Das ist der Münchner Kommentar zum Strafgesetzbuch. Und da ist er in der Bibliothek und hat den Münchner Kommentar zum Strafgesetzbuch aufgeschlagen, dort zum Thema religiöse Beschneidung etwas gefunden. Der Kommentator ist Horst Schlehofer, ein kluger Kopf. Und er war überrascht, dort stand drin, der Putzke, der Spinner aus Passau, hat recht. Das ist überzeugend. Und dann hat der Richter gedacht, wenn in meinem in Anführungszeichen Kommentar, dem Münchner Kommentar, ein wirklich renommierter Strafrechtskommentar, das drinsteht, dass das richtig ist, das für rechtswidrig zu erklären, dann kann das kein Spinner sein. Und dann ist es auch gut und recht und billig, diese Meinung als Gericht zu vertreten. Dann würde ich jetzt gerne Reinhard Merkel fragen. Er wurde ja im April 2012, wenn ich mich nicht irre, in den Deutschen Ethikrat berufen. Im April 2012 dachte noch niemand groß über Knabenbeschneidung nach. Dann kam aber dieses Urteil. Wie waren die Diskussionen im Deutschen Ethikrat? Es gab zunächst einmal eine Art sozusagen atmosphärisches Echo auf die Presseberichte nach diesem Urteil und auf die Fassungslosigkeit, die in manchen Zeitungskommentaren zum Ausdruck kam. Ich selber habe damals wohl den Aufsatz in der Festschrift für Herzberg von Holm-Putzke gesehen, aber hatte ihn nur kursorisch gelesen und hatte das Gefühl, ja, natürlich ist das eine Frage, aber so dramatisch sind die Dinge eigentlich nicht. Und dann über diese Resonanz, die die öffentlichen Stellungnahmen im Ethikrat hatten, ich erinnere mich noch ganz genau, ich bei der Mittagspause einer Ethikratssitzung unserer damaligen Vorsitzenden, Christiane Wopen aus Köln, gesagt, vielleicht müssen wir doch was dazu sagen. Und sie sagte dann, das kann gut sein.
Das Problem war, dass wir als Ethikrat nicht zuständig sind, gerichtliche Urteile zu kommentieren oder zu kritisieren. Aber es lag auf der Hand, dass das auch ein moralisches Problem ist, von der strafrechtlichen Frage abgesehen. Und dann begannen die Diskussionen. Es war sehr schnell sozusagen die Stimmung im Ethikrat da, wir können das tatsächlich nicht einfach ignorieren. Aber es zeichneten sich dann die Fronten schon ab, und das klingt dramatisch, aber es war auch dann an einer bestimmten Stelle sozusagen emotional unterströmt, die Kontroversen, die wir im Ethikrat hatten. Und ehrlich gesagt war ich, glaube ich, zunächst mal der Einzige, der gesagt hat, ich mag mich falsch erinnern, aber ich meine, ich war der Einzige, der gesagt hat, das ist so trivial nicht. Und das Urteil hat Hand und Fuß. Man kann über strafrechtliche Dinge immer streiten, aber das ist nicht abwegig. Und dann wurden 4 Leute ausgeguckt im Ethikrat. Es wurde beschlossen, wir machen eine öffentliche Sitzung. Die Ethikratssitzungen sind regelmäßig interne Sitzungen, können aber geöffnet werden für die ganze interessierte Öffentlichkeit. Wir machen eine öffentliche Sitzung. 4 unserer Mitglieder machen Kurzstatements, Kurzbegutachtungen der Probleme. Und dann diskutieren wir das mit einem offenen Horizont. Aber die Mehrheit war schon ganz deutlich, dagegen kann man nichts haben. Im Hintergrund, ich deute das jetzt schon an, weil das in den kontroversen Diskussionen sich einmal sozusagen eminent zugespitzt hat. Im Hintergrund bei dieser Überzeugung, da kann man doch nicht wirklich ein Verbot erwägen, war natürlich die Überlegung, dass das ein konstitutives Ritual für das Judentum ist und in einem gewissen Maß von vielen Muslimen auch als sozusagen Bestandteil ihrer religiösen Überzeugung gewertet wird. Das spielte schon eine Rolle, aber das hat keiner angetippt in der Diskussion. Erst ich dann, als die öffentliche Debatte war, die will ich jetzt nicht im Einzelnen schildern, will nur dazu sagen, dass es die öffentliche Diskussion war, die ich in 8 Jahren unter allen öffentlichen Diskussionen, die ich in 8 Jahren Ethikrat erlebt habe, die mit der weitaus intensivsten öffentlichen Resonanz. Wir hatten über 20 Radiostationen, Fernsehsender und dann noch 20 Presseleute da. Es war gesteckt voll. Und dann gab es ein signifikantes Ereignis, das den Leuten schon auch deutlich gemacht hat, dass das nicht immer nur Trivialitäten sind. Unser jüdisches Mitglied, der ausgeguckt worden war, auch etwas dazu zu sagen. Ein Arzt, Leo Latasch aus Frankfurt, hat ein Video gezeigt, ein kurzes, in dem er dartun wollte, wie bagatellhaft der Eingriff ist, wie schnell das geht und wie ruckzuck sich die Kinder erholen. Zeigt das und bedenkt nicht, dass er jetzt wirklich authentisch vorführt, was da geschieht. Der Junge, der da beschnitten wurde, schrie los wie am Spieß, als der Schnitt ansetzte. Und hinten, und das war natürlich ein melodramatisches sozusagen Signum, dass das Schicksal da eingemischt hat, fiel tatsächlich eine Dame in Ohnmacht, als sie das gesehen hat. Und wie Zeitungen so sind, das wurde in sämtlichen Schlagzeilen schon sozusagen mitgeteilt, in sämtlichen Untertiteln. Video der Beschneidung vorgeführt, Gedankenstrich, Frau im Publikum in Ohnmacht gefallen. Das war natürlich blöde, dieser Hinweis auf die Ohnmacht. Aber deutlich geworden war, das ist keine Bagatelle. Und dann gingen die Diskussionen los. Der Ethikrat hat eine gewisse Wirkung gehabt mit seinem Beschluss. Der Gesetzgeber hat ja dann das bürgerliche Gesetzbuch geändert und das ausdrücklich der elterlichen Zuständigkeit unterzogen. Die Eltern dürfen als Bestandteil ihres Erziehungsrechts eine Beschneidung ihrer Knaben, Neugeborenen erlauben, dürfen einwilligen. Er hat sich in der Begründung dieses Gesetzentwurfs mehrfach auf den Ethikrat bezogen. Er hat aber unsere Empfehlung auf eine klägliche Weise umgesetzt, nämlich nicht wirklich. Er hat sie eher unterlaufen. Alle anderen Dinge vielleicht dann jetzt demnächst in der Diskussion. So viel mal von meiner Seite. Ja.
Dann jetzt die nächste Frage an Professor Dr. Matthias Franz. Sie haben damals ja sehr schnell einen offenen Brief veröffentlicht an die Bundesregierung, als sich abzeichnete, dass es so eine Regelung geben wird. Wie kamen Sie zu dem Thema? Ja, ich komme ja aus der klinisch-medizinischen Welt und habe mit Patienten zu tun als Psychoanalytiker und hatte keine Kenntnis von den juristischen Vorgängen und der juristischen Meinungsbildung in der Literatur, war aber etwa 2010 in einer für mich auch völlig unerwarteten Weise mit diesem Thema konfrontiert worden. Wir Ärztinnen und Ärzte sind ja häufig sehr aufmerksam, wenn es um Blinddarmoperationen, Mandeloperationen in der Kindheit geht. Das wird routinemäßig gefragt. Aber auch ich hatte in meiner Ausbildung nicht gelernt, auch nicht in meiner Ausbildung als Psychotherapeut, wo es ja sehr häufig fokussiert um kindliche Verletzungen, Kränkungen, Verluste, Gewalterfahrungen geht, hatte ich nicht gelernt, präzise nach genitalen Verletzungen und Beschneidungsfolgen zu fragen. Und ich war etwa 2010 mit einem Patienten konfrontiert, den ich nicht verstand. Das war ein Mann aus Syrien, der mit einer Deutschen verheiratet war und in diffuser Weise einen Partnerkonflikt schilderte, der mir keine wirklich zielgerichtete Arbeitshypothese erlaubte. Also ich fand in keiner Weise etwas Konflikthaftes hinter diesen diffusen Beschwerden, die sich auch andeutungsweise auf den sexuellen Bereich erstreckten und habe dann doch mehrmals nachgefragt, ob in seiner Kindheit Dinge geschehen sind, die man als Kind nicht erleben möchte. Und habe dann auch zunehmend den sexuellen Bereich fokussiert und der Mann fing an zu zittern. Es traten Schweißperlen auf seine Stirn und er berichtete dann von einer auch mich erschütternden, unsäglichen, traumatisierenden Beschneidungserfahrung im Rahmen einer rituellen Beschneidung, in der er festgehalten wurde und völlig unvorbereitet, ohne weitere Narkose, diesem Ritual unterworfen wurde. Und während er diese Erinnerung ausformulierte, spürte ich selber bei mir persönlich große Widerstände, dieses Thema überhaupt anzunehmen, zuzulassen im Übertragungsgeschehen der kindlichen Nöte und Ängste zu würdigen. Also im Grunde meine therapeutische Arbeit ordentlich zu machen. Und ich war genauso unvorbereitet und überrascht, ja vielleicht sogar überwältigt in diesem Moment von dieser ähm, Thematik, von dieser aufblitzenden Thematik, dass es mir auch selber schwer fiel, mit dem Patienten in Kontakt zu bleiben, in emotionalen Spiegelkontakt. Und es bedurfte einiger Gespräche, um diese Erfahrung auch wirklich zu würdigen und dem Patienten das Verständnis angedeihen zu lassen, was er verdiente und brauchte, um ein Entwicklungsangebot annehmen zu können. Also das war für mich eine fulminante Erfahrung und von Neuigkeit, von Trauma und Überwältigung, die sich hier auch in meinem Erleben mitgeteilt hatte. Und das war für mich sozusagen der intellektuelle, aber auch vor allen Dingen der emotionale Ausgangspunkt. Wir Therapeuten identifizieren uns ja immer ein Stück weit mit dem kindlichen Erleben unserer Patienten. Und insofern war dieses erratische Ereignis, das auch in der Gegenübertragung für mich ein Stück weit traumatisch war, wirklich referenziell und motivationsleitend in der Auseinandersetzung mit diesem Thema letztlich zum Kindeswohl hin
ausgerichtet. Und als dann dieses Kölner Urteil, das ja auch in der Nachbarstadt Düsseldorf wahrgenommen wurde, sozusagen publik wurde, das war für mich wie so eine Validierungserfahrung. Ich hatte vorher versucht, mit Kolleginnen und Kollegen über dieses Thema zu sprechen und bin auch auf ja, eine Erstarrung gestoßen, auf ja, ein Kleinreden, ein reflexhaftes sich abwenden, was auch eine verständliche Reaktion ist, weil immer wenn Kastration oder Kastrationsängste angesprochen werden, erschrecken sich die meisten Menschen und wenden sich emotional, dann aber auch intellektuell ab und sind häufig in ihrer Faktenaufnahme eingeschränkt. Ein Effekt, der den ganzen Diskurs beschwert. Ich war sehr dankbar für den Kölner Prozess, für das Kölner Urteil. Und das hat mich dann letztlich motiviert, im Anschluss daran diesen offenen Brief an die deutsche Politik zu formulieren, den dann ja auch für mich völlig überraschend 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ärzte, Juristinnen unterschrieben hatten und dann auch im Juli 2012 einen großen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu platzieren, wo es mich im Nachhinein auch ein bisschen wundert, dass die Frankfurter das gemacht hat. So bin ich zu diesem Thema gekommen, dem ich bis heute treu geblieben bin, weil es uns Psychoanalytikern an der Quelle immer nur ums Kindeswohl gehen kann. Also ich kann mich auch sehr gut noch daran erinnern, wie die Diskussion bei uns in der Stiftung, der Giordano Bruno Stiftung, losging. Also direkt nach dem Kölner Urteil, wir müssen was dazu machen. Und meine erste spontane Reaktion war, nein. Das können wir erstmal jetzt nicht tun, weil mir war ja auch bewusst, welche Vorwürfe gegen uns erhoben werden. Ne? Also der Antisemitismusvorwurf, der Antimuslimismusvorwurf. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, man musste sich hier erstmal mit dem Thema auseinandersetzen und die Dramatik begreifen. Und ich selbst habe das wahrscheinlich auch ein bisschen weggeschoben, da ich selbst beschnitten wurde. Ja, und Männer, die beschnitten wurden, wollen ja nicht irgendwie hören, dass sie da verstümmelt wurden. Na gut, ich habe mich dann eben damit auseinandergesetzt. Es war für uns klar, dass wir diese Kampagne nur durchführen können, wenn wir liberale Muslime und liberale Juden an unserer Seite hatten. Als das dann geklärt war, ja, dass es eben internationale Vereinigungen von Juden gegen die Beschneidung gibt, ja, und dass die bei uns mitmachen, habe ich gesagt, okay, machen wir das. Der Antisemitismusvorwurf kam dennoch natürlich, aber ich habe mir gedacht, 2 Jahre zuvor wurde im iranischen Staatsfernsehen vermeldet, ich sei ein Agent des Mossad. Ein besonders hinterlistiger Jude, der die Bewegung der Ex-Muslime initiiert hat. Also wenn ich jetzt auch noch Antisemit werde, ist das eine interessante Erweiterung meines Portfolios. Aber man musste natürlich wirklich aufpassen, ja. Und das große Problem, das wir hatten, war, dass diese Debatte ausgerechnet in Deutschland ausgebrochen war. Das war auch ein ganz wesentlicher Punkt gewesen, die auch im Ethikrat immer wieder thematisiert worden ist. Darf Deutschland mit dieser Geschichte überhaupt jetzt einschreiten bei diesem Ritual, selbst wenn das nach unserer Vorstellung Körperverletzung ist und eine Verletzung der Selbstbestimmungsrechte des Kindes? Ich kann mich erinnern, Reinhard Merkel und ich, wir hatten eine große Diskussion damals im Audimax der Uni Köln und da hat er ganz wesentlich auf diesen Punkt auch hingewiesen, auf diese Tragödie. Vielleicht sagen Sie dazu noch mal was. Also ich habe kurz vor der Ethikratssitzung einen längeren Artikel in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht zu dem Thema und habe zunächst mal die im Parlament vorfindlichen irrigen Auffassungen von dem Problem, um das es da ging, korrigiert. Es gab, und das war übrigens auch ein ganz erstaunliches Phänomen, eine Parlamentssitzung, die in den Sommerferien eigens einberufen wurde,
nun kann das in dramatischen Situationen durchaus mal der Fall sein, dann beschließt der Bundestag irgendetwas sozusagen Signifikantes. Das haben die aber in der sozusagen dramatisch einberufenen Feriensitzung gar nicht getan, sondern sie haben beschlossen, dass sie demnächst ein Gesetz beschließen. Das war eine rein symbolische Geste, verständlich, adressiert auch und vor allem an das Ausland. Wir sind uns des Problems des jüdischen Rituals vor allem bewusst. Und wir werden eine vernünftige gesetzliche Regelung dafür finden. In dieser Bundestagssitzung wurde natürlich ein bisschen diskutiert und die ganz vorherrschende Auffassung der Abgeordneten war, es gehe um eine Kollision der Religionsfreiheit, nämlich der Eltern, mit der körperlichen Unversehrtheit des Kindes. Und ich habe in dem Artikel in der SZ damals geschrieben, das ist ein Irrtum. Es gibt kein einziges, auch nur denkbares Freiheitsrecht. Freiheit heißt, ich darf das machen, weil ich will, aus keinem anderen Grund. Das sind Freiheitsgrundrechte, genuine Freiheitsgrundrechte. Es gibt kein einziges Freiheitsgrundrecht, das erlaubt, ohne Einwilligung in den Körper eines anderen einzugreifen, einzudringen geradezu. Also zuständig für die Abwägungen, die dann verfassungsrechtlich durchaus gemacht werden, ist nicht die Religionsfreiheit, das ist ein Freiheitsrecht, sondern die elterliche Erziehungsgewalt. Die Eltern dürfen ihre Kinder erziehen und sie dürfen sie auch in Maßen sozusagen bestrafen. Sie dürfen auch in Maßen körperliche Eingriffe zulassen. Wenn der Junge sich eine lange Haarfrisur mit 7 Jahren stehen lassen will und die Mutter schickt ihn zum Friseur, dann darf sie das, auch wenn er irgendwie sozusagen ein traumatisches Erlebnis davon zurückbehält. Also es sind moderate Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit aufgrund des elterlichen Erziehungsrechts denkbar, nicht wegen der Religionsfreiheit. Das hat manche Abgeordnete verärgert, weil ich geschrieben habe, die Freiheit, sich selber zu verhalten, endet immer an der Nase des anderen, von seiner Vorhaut gar nicht zu reden. Ja. Und dann habe ich in der Ethikratssitzung schon gesagt, das eigentliche Problem, lassen Sie uns ehrlich sein, ist, es geht einfach nicht, dass Deutschland als erstes und bis dato einziges Land der Welt ein konstitutives jüdisches Ritual mit Strafdrohung unterbindet. Das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, das Dilemma, vor dem wir stehen, ist, rechtlich betrachtet, nach Rechtsprinzipien analysiert, ist dieses Kölner Urteil richtig. Aber hier ist eine Grenze des Rechts erreicht, eine politische Grenze. Das geht, und das war nicht irgendwie so eine sozusagen symbolische Konzession, die ich da gemacht hätte. Ich habe ganz deutlich gesagt, das geht nicht. Deutschland kann und darf das nicht, wiewohl es eine eigentlich rechtswidrige Körperverletzung mit gelegentlich massiven schädlichen Folgen ist. Und ich habe das in diesem Artikel in der Süddeutschen Zeitung eine Art rechtspolitischen Notstand genannt, vor dem der Gesetzgeber eigentlich steht. Was für mich bemerkenswert war, der Gesetzgeber selber hatte keinerlei Neigung, das zuzugeben. Natürlich nicht. Ja, es schafft ein jüdisch-muslimisches Sonderrecht. Und Sonderrechte für Religionsgruppen sind eigentlich ein Sündenfall des Rechtsstaats. Also wollte man das nicht zugeben. Also hat man dann das Bagatellhafte wieder hervorgekehrt und vor allem dann das Postulat des Ethikrats aufgenommen, das müsse mit hinreichenden medizinischen Sicherungen gemacht werden. Hinreichende Schmerzbekämpfung, Risiken wegen unsteriler Umgebung, solche Beschneidungen werden im Wohnzimmer zu Hause gemacht oft, etc. müssen unterbunden werden. Das hat der Gesetzgeber beiläufig erwähnt ganz unzulänglich umgesetzt, aber mit diesen Konzessionen oder Forderungen des Ethikrats habe ich dem Ethikrat, der Ethikratsmehrheit dann zugestimmt, dass das erlaubt werden sollte. Wiewohl ich alle die Bedenken, die ich jetzt skizziert habe, in rechtlicher Hinsicht, dabei sozusagen zurückdrängen musste. Aber wir müssen einfach anerkennen, es gibt auch in anderen Sphären und in mehr, als sich die Schulweisheit träumen lässt,
Grenzen des Rechts, politische Grenzen des Rechts. Und hier ist ehrlich gestanden eine solche Grenze erreicht. Das ist eigentlich unrechtlich, was da geregelt wurde, aber es ist politisch definitiv unvermeidbar in Deutschland. Wir haben zwei Juristen in der Runde, deswegen gibt es wahrscheinlich auch zwei Meinungen. Holm Putzke hat sich schon gemeldet. Ich möchte ganz kurz noch mal einen Schritt zurückgehen und nicht den Juristen das alleinige Verdienst zukommen lassen, dass sie sich um dieses Thema zum ersten Mal bemüht haben. Denn eigentlich ist es der Stand von Herrn Kollegen Franz gewesen, die Ärzteschaft, die schon viele Jahre vor mir und anderen ein immenses Störgefühl entwickelt hatten gegen diesen körperlichen Eingriff. Hervorzuheben ist da Hans-Georg Dietz und Maximilian Stehr, die sich auch publizistisch schon 2001 intensiv damit beschäftigt hatten und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das medizinisch nicht akzeptabel ist, einen solchen Eingriff durchzuführen, dass das sich mit dem Hippokratischen Eid oder wie man es heute moderner formuliert, mit anderen Grundsätzen nicht vereinbaren lässt, einen solchen Eingriff vorzunehmen, wenn er nicht medizinisch notwendig ist. Und ich habe die beiden ja auch kontaktiert, habe mich mit ihnen ausgetauscht und viele Einflüsse sind auch in meinem Aufsatz zu finden. Wir haben 2008 versucht, dieses Thema im Deutschen Ärzteblatt unterzubringen. Und jetzt kommt die politische Komponente dazu. Das Deutsche Ärzteblatt hat zunächst abgelehnt. Und ich habe die Korrespondenz noch und ich habe sie mir noch einmal angeschaut. Der Redakteur, der sagte, Sie haben recht, aber wir können das nicht bringen. Das geht nicht. Und genau genommen hatte er schon das richtige Gefühl, was für eine Sprengkraft innewohnt. Er hat aber dann sich überzeugen lassen davon, dass es nicht richtig ist, darauf Rücksicht zu nehmen, auf diese Befindlichkeiten und vielleicht auf die politische Komponente und es doch zu bringen. Und er hat es gebracht. Das ist erschienen, der Aufsatz, als Autoren Hans-Georg Dietz und Maximilian Stehr und ich. Und es hat immense Diskussionen schon damals ausgelöst. Und jetzt möchte ich Reinhard Merkel widersprechen, weil ich habe lange über das Thema auch nachgedacht. Gibt es eine Art Staatsräson, die gerade Deutschland es verbietet, dieses Ritual für rechtswidrig zu erklären? Und vielleicht können wir uns auf einer juristischen Ebene ja einigen, dass man möglicherweise sagen kann, dieses Ritual ist rechtswidrig, aber wir finden eine Möglichkeit, eben auch wegen unserer Geschichte und der Staatsräson und dem politischen Aspekt, es nicht zu verfolgen, nicht zu bestrafen, aber gleichzeitig das Ausrufezeichen, das Ausrufungszeichen zu setzen, das ist rechtswidrig, dieser Eingriff. Es gibt Möglichkeiten im Strafrecht, ich will das jetzt hier nicht vertiefen, eine Lösung zu finden, wo man sagt, das ist rechtswidrig, das ist nicht gerechtfertigt, dieser Eingriff in die körperliche Integrität. Gleichwohl ist es straflos. Und da gibt es sicherlich dogmatische Konstruktionen, die man finden kann. Ich bin nicht der Meinung, dass es richtig ist zu sagen, aus Gründen der Staatsräson opfern wir letztlich tausende Kinder mit ihrer körperlichen Integrität. Ihr müsst für die Geschichte unseres Landes und die damit verbundenen politischen Konsequenzen letztlich haften. Ich halte das für falsch. Ja, jetzt hat sich Herr Franz dazu gemeldet. Ja, vielen Dank, lieber Herr Putzke, dass Sie das kindliche Leid angesprochen haben. Und mich erinnert das an ein Buch, Kindesopfer als Grundlage unserer Kultur, das in dem herausgegeben von Matthias Hirsch, in dem wir auch schon Jahre zuvor, bevor die Debatte begann in Deutschland, den Beschneidungsaspekt aus ärztlich-psychoanalytischer Sicht beleuchtet haben. Und das ist nun wirklich keine Kleinigkeit. Und Ihr Gedanke,
Wir opfern der Rechts- oder Staatsräson hier die körperliche Integrität von Tausenden, Zehntausenden von Jungen. Diesen Gedanken sollte man auch mal illustrieren, worüber wir eigentlich sprechen. Dieses Eingriffs liegt bei etwa 5% und zwar unter chirurgisch gut kontrollierten Bedingungen. In einigen Untersuchungen sind die Komplikationsraten auch noch höher. In den meisten Fällen handelt es sich um Blutungen oder Infektionen, aber auch um Fehlverheilungen mit Narbenbildung, mit der Ausbildung von Narbensträngen. Es kommt aber auch zum Verlust des Eichelgewebes bis hin zu Teilamputationen und Eröffnungen der Harnröhren oder auch Verengungen, narbigen Verengungen der Harnröhrenöffnung. Es gibt neben diesen körperlichen Komplikationen durchaus auch noch psychiatrische Risiken und Komplikationen, über die zumeist nicht aufgeklärt wird. Das beginnt eben bei der übermäßigen Stimulation des kindlichen Schmerzgedächtnisses. Im Gegensatz zu früher wissen wir heute, dass die Fähigkeit, Schmerzen zu empfinden, bei kleinen Kindern eben nicht eingeschränkt wird. Im Gegenteil, wenn Säuglinge beschnitten werden, dann schreibt sich das in das vorsprachliche Stress- und Schmerzgedächtnis ein. Das kann man daran erkennen, dass noch Monate später im Rahmen von Impfreaktionen beschnittene Kinder deutlich heftigere Abwehr- und Schmerzreaktionen zeigen als unbeschnittene Kinder. Es gibt auch noch weitere Störungen im späteren Leben, was die sexuelle Erlebnisfähigkeit angeht. Es wird immerhin der empfindlichste Teil des männlichen Gliedes amputiert, irreversibel entfernt. Die evolutionären Funktionen der Vorhaut, also Vermittlung der Gleitbewegung beim Verkehr, die Schutzfunktion der Vorhaut, aber eben auch die Lustfunktion und damit auch die beziehungsstiftende Funktion der Vorhaut. Das alles ist zumindest in Frage gestellt und erschwert. Und zum meisten wird über diese Komplikationen und möglichen Risiken nicht offensiv aufgeklärt. Dieses Bild verdanke ich einem meiner Kollegen, einem Kinderchirurg, der immer wieder solche schwer verletzten kleinen Jungen in der Notaufnahme sieht und versucht, die enormen Verletzungen einer rituellen Beschneidung zu heilen, soweit das überhaupt noch möglich ist. Eine ähnliche Abbildung auch zum Schluss nochmal. Hier sehen Sie eine ischämische Schädigung der Eichel durch die Beschneidung. Es gibt viele Fallberichte mit diesen und auch ähnlichen Berichten. Was in der Öffentlichkeit nicht oder kaum wahrgenommen wird, sind weitere Berichte in relativ gut kontrollierten Studien. Es wird deutlich, dass sogar das Längenwachstum des Penis nach einer Neugeborenenbeschneidung beeinträchtigt sein kann. Auch über diese Dinge wird nicht, die ja häufig auch nicht ganz unrelevant sind für das männliche Selbstwertgefühl, wird nicht offensiv aufgeklärt und berichtet. Und man kann sich natürlich fragen, was ist hier eigentlich los? Was passiert hier? Im Grunde seit Jahrtausenden, ohne dass es jenseits des rituellen Handelns auch nur ansatzweise verstanden wird. Und die Fähigkeit, faktenbasiert zu betrachten, eine kulturanthropologische, psychoanalytisch inspirierte Perspektive auf die Fakten einzunehmen, die ist uns zivilisatorisch erst seit kurzer Zeit überhaupt möglich, wenn man bedenkt, dass die Prügelstrafe erst im Jahre, das elterliche Züchtigungsrecht erst im Jahre 2000 abgeschafft wurde. Also der Blick hin zum Erleben des Kindes
die empathische Vernunft, die sich auch dem Leid von Kindern zuwendet und sich nicht reflexhaft kleinredend abwendet, das ist eine sehr, sehr junge zivilisatorische Errungenschaft. Und speziell die Psychoanalyse ist hier durchaus in der Lage, auch Beiträge zum intellektuellen Verstehen zu liefern, was hier eigentlich vor sich geht. Und wenn man diese rituelle Gewalt außerhalb medizinisch indizierter Beschneidung, die es natürlich auch gibt, einmal betrachtet, dann lautet die zentrale Botschaft dieses Rituals eben aus Sicht des Kindes: Deine Sexualität gehört nicht dir, sondern sie gehört uns, unserer Gruppe, unserer Gottheit, unserer Ideologie, und wir können mit dir machen, was wir wollen und brauchen. Ja, also aus Sicht des Kindes erfolgt hier die Etablierung des Rechtes des Stärkeren. Ja, und deine Schmerzen, deine Ängste und Beschädigungen, die nutzen wir für uns. Und um das alles überhaupt aushalten zu können, wirst du uns idealisieren. Und das nennt man in der Psychoanalyse die Täteridentifikation zur Angstabwehr. Also das Kind, das sich ja im Grunde einem elterlich sanktionierten Angriff ausgesetzt fühlt, an zentraler Stelle, mit lebenslangen Folgen. Das Kind kann diesen Angriff, kann diese Gewalterfahrung nur dadurch bewältigen, indem es sich mit dem Handeln der Eltern identifiziert und durch die Zirkumzision sozusagen selbst eine zirkumskripte Empathiestörung und auch Denkstörung entwickelt. Ja? Und diese intrapsychischen Abwehrvorgänge dienen natürlich dem Schutz der Elternbilder und letztlich auch dem emotionalen Überleben des Kindes, das sich mit dem Handeln der Eltern identifiziert und dann schließlich, das ist dann sozusagen der Schlussstein im rituellen Gewölbe, die eigenen Söhne beschneidet und in diesem traumatischen nicht wahrnehmen können dessen, was wirklich geschieht, ein wiederholendes Ausagieren des Rituals über die Generationen hinweg erfolgt. Und natürlich kann man dieses als ein normatives Kernritual patriarchalischer Gruppenorganisation ansprechen. Jetzt mal ganz jenseits von monotheistischen religiösen Systemen hat es die Beschneidung schon lange vor dem Judentum, erst recht lange vor dem Islam gegeben. Und dieses Ritual enthält eine Botschaft der Gewalt, mit der Triebängste, traumatische Triebängste eben eingehegt werden sollen und können. Und insofern handelt es sich um ein archaisches Disziplinierungsritual vorgeschichtlicher Gesellschaften mit dem Ziel, sexuelle und aggressive Impulsivität zu kontrollieren. Mhm. Im Grunde ein archaisches Rechtsinstitut. Ja, eigentlich ein sehr dummes Argument, das uns ja entgegengebracht worden ist, dass man sagt, das ist eine jahrtausendealte Tradition. Ja, Ja, aber wenn ja. etwas Jahrtausende alt ist, dann ist es entstanden zu einem Zeitpunkt, als die Menschheit von der zivilisatorischen Stufe der Menschenrechte oder gar der Kinderrechte noch sehr, sehr weit entfernt war. Also je älter eine Tradition ist, desto verdächtiger ist sie eigentlich. Und das haben wir natürlich versucht, auch dann in den ganzen Debatten rüberzubringen. Wir haben ja auch dann selbst so einen großen Katalog von Fragen und Antworten geschrieben im Rahmen unserer Kampagne, wo wir darauf eingegangen sind. Und ich denke auch, dass wir diese Debatte in der Gesellschaft ja auch gewonnen haben. Es gab ja mehrere Sendungen, da wurde danach abgestimmt. Ja, was hält denn jetzt die Bevölkerung davon? Und da waren ja eindeutige Mehrheiten auf der Seite des Kindes gewesen. Und viele haben auch nicht verstanden, warum jetzt die Geschichte Deutschlands, wo man ja vielen jüdischen Jungen Schrecklichstes angetan hat, dazu gebraucht werden kann, um ihnen nicht ganz so Schreckliches, aber doch Schreckliches wieder antun zu können. Das ist ja auch eine ganz paradoxe Argumentation gewesen, die man aber schwer auflösen konnte, gerade in diesem politischen Bereich. Und das ist ja das, ja, woran wir heute noch arbeiten müssen. Also
in der Bevölkerung gibt es Mehrheiten, die sagen, Kinder haben Rechte und Eltern haben nicht das Recht, ihnen an den Genitalien herumzuschneiden. Wir haben ja das Paradoxon in Deutschland, dass 2012 ins BGB das ausdrückliche Recht der Eltern gebracht wurde, ihre Söhne zu beschneiden. 2013 dann aber das generelle Verbot, das Gleiche bei Mädchen zu machen. Und es betrifft ja nicht nur die schweren Formen der weiblichen Genitalbeschneidung, sondern tatsächlich auch harmlosere Formen als die Amputation der kompletten Vorhaut des Jungen. Und das ist etwas, was mich dann nochmal interessieren würde, weil sich Reinhard Merkel eben auch gemeldet hat. War denn diese Diskrepanz denn vielen nicht bewusst? Wir hatten ja schon vorher ganz viele Kampagnen gehabt gegen die weibliche Genitalbeschneidung, dass man nicht auf der einen Seite bei Jungen etwas ausdrücklich erlauben kann, was man bei Mädchen prinzipiell verbietet, zumal es ja eine weibliche Genitalbeschneidung nur in den Gegenden gibt, wo es auch die männliche Genitalbeschneidung gibt. Das heißt, es war auf jeden Fall das falsche Signal, wenn man etwas gegen die weibliche Genitalbeschneidung tun möchte. War es überhaupt niemandem bewusst, dass es auch ein Verstoß gegen unsere Verfassung ist, Mann und Frau, in dem Fall Jungen und Mädchen, so völlig ungleich zu behandeln? Ja, die Schlüssigkeit des Arguments, die Sie gerade entwickelt haben, liegt auf der Hand. Die hat man sozusagen unter den Tisch fallen lassen mit der stereotyp wiederholten Behauptung, der Eingriff bei Jungen sei eine Bagatelle. Viel eher verwandt dem Nagelschneiden und nach dem Bart und dem Haare schneiden beim Friseur, dass es nachgerade umgekehrt sein kann, dass der Eingriff bei den Jungs jedenfalls dauerhaft sozusagen und in allen Fällen gravierender ist als in diversen Fällen die Mädchenbeschneidung, die rundum verboten ist, schlechterdings verboten ist. Das strafrechtliche Verbot der Mädchenbeschneidung lautet salopp formuliert: Rühr das Genitale deiner Tochter nicht an. Wie immer, mit irgendwelchen sozusagen dauerhaften Folgen ist das schlechterdings verboten und strafbar. Und dass das inkonsistent ist, liegt auf der Hand. Man hat die Inkonsistenz sozusagen maskiert hinter der Behauptung, das eine sei trivial, das andere sei ein schwerer Eingriff. Das ist falsch. Aber ich möchte gerne einen Satz noch zu den juristischen möglichen Strategien sagen. Ich stimme ja allem zu, was zur Sache gesagt worden ist, was Herr Franz etwa auch zu den psychologischen Hintergrundfragen sagt, leuchtet mir alles ein. Und was Holm-Putzke sagt zu der Möglichkeit, Dinge als rechtswidrig ausdrücklich zu deklarieren, aber sie strafrechtlich nicht zu verfolgen, kann ich trotzdem nur sagen, meine Grenze sozusagen der Politik steht schon vor dieser Möglichkeit, zu sagen, wir bestrafen euch nicht, aber wir erklären das ausdrücklich für rechtswidrig. Die Strategie, die denkbar ist, müsste laufen über die Europäische Union. Die Diskussion gibt es in anderen Ländern auch und in anderen Ländern, die nicht das scheußlichste Menschheitsverbrechen gegen die Juden auf ihrem historischen Gewissen haben wie wir, die also etwas unbefangener diskutieren. In Schweden etwa, in Dänemark. Und da gibt es einen starken Widerstand gegen die Zulässigkeit der männlichen Beschneidung. Und jetzt kommt mein eigentliches Hauptargument. Erreicht werden kann dieses Ziel nur aus dem Judentum selber heraus. Es gibt fällt mir gerade ein, bei Max Weber, berühmter Religionssoziologe, beiläufig die Bemerkung, die Kohäsion des Judentums, das Bewusstsein der Juden weltweit verstreut, wir sind ein Volk, das jüdische Volk, ist substanziell mitgetragen worden von der Beschneidung. Nun gibt es einen jüdischen Staat in Israel und es gibt dort einen, und man kann ja nicht nur als Deutscher, sondern wegen der Verfolgung der Juden historisch weltweit nur sagen, Gott sei Dank gibt es den Staat. Und dort die Diskussion in Israel hat eine sozusagen immer stärker werdende Bewegung jetzt hervorgebracht, die sagt, das dürfen wir unseren Jungs nicht antun. Das ist die Chance, dass das Judentum selber sich löst, langsam, und von
sozusagen konstitutiven religiösen Ritualen lösen sich Völkerschaften, Ethnien immer nur langsam. Aber das ist die Chance, die es gibt. Eine andere, ehrlich gesagt, sehe ich bei all den Dingen nicht. Was Holm-Putz gesagt, rechtswidrig, aber nicht strafbar, würde auf gar keinen Fall von den Juden akzeptiert, von der Mehrheit der Juden akzeptiert und würde eine Krise zwischen Israel und Deutschland bedeuten. Ganz sicher würde es das bedeuten. Und es würde eine weltweite, befürchte ich, Resonanz haben, die sagt, was, die Deutschen, 6 Millionen Juden haben sie umgebracht und jetzt sind sie der einzige Staat der Welt, der die Juden verfolgt wegen ihrer religiösen Rituale. Das alles meine ich, wenn ich sage, eine politische Grenze des Rechts. Allen sachlichen Argumenten, die jetzt entwickelt worden sind, stimme ich zu. Gibt es denn da nicht eine Mittlerposition? So hatte ich Holm-Putzke verstanden. Man kann ja auf die Verfolgung der Täterinnen und Täter verzichten und gleichzeitig sagen, es ist rechtswidrig. Wir kennen ja diese Konstruktion. Das ist ja noch was anderes, als wenn ich ausdrücklich im BGB dieses Recht implementiere. Und wir haben ja diese Debatten über die Verankerung von Kinderrechten in der deutschen Verfassung. Könnte man, wenn das dazu kommt, es wird wahrscheinlich bei dieser Bundesregierung dazu kommen, dass die dann verankert werden, da nicht davon ausgehend eine Neuregelung schaffen, die eben in diese Richtung geht, dass man sagt, es gibt keine Strafverfolgung, es gibt aber eine Aufklärung darüber, eine verpflichtende Aufklärung darüber, welche gesundheitlichen Schäden auftreten, welche Gefahren da sind. Ich kann mich erinnern, wir haben kurz bevor der Deutsche Bundestag dieses Gesetz am 12.12.2012 erlassen hat, eine ganze Serie gemacht über Fälle von Jungen, die gestorben sind, die schwerwiegende, auch neurologische Schäden hatten, manchmal auch durch fehlgelaufene Betäubungen. Das ist ein ganzes Spektrum an Problemen, die hier auftauchen. Müsste es nicht eine verpflichtende Aufklärung zumindest der Eltern geben über die Konsequenzen dieser eben nicht bagatellisierbaren Beschneidung? Könnte so etwas nicht zumindest vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden? Das ist noch was anderes. Vielleicht darf ich da einhaken, Herr Schmidt-Salomon. Ja. Es sind gerade eben die medizinischen Leitlinien, AWMF-Leitlinien im Bereich Phimose, übrigens unter Leitung von Maximilian Stehr, verabschiedet worden und von der Arbeitsgemeinschaft medizinisch-wissenschaftlicher Fachgesellschaften akzeptiert worden und den Fachgesellschaften, die daran mitgearbeitet haben. Und in diesen Leitlinien wird in der Tat, es geht ja immer auch um die Regeln der ärztlichen Kunst, die auch im 1631d erwähnt werden. In diesen Leitlinien werden in der Tat gefordert, eine weitgehende Aufklärung über die möglichen Risiken und Folgen und eine ausführliche Befunddokumentation, die häufig leider in den jetzt langsam beginnenden Schadensersatz- und Haftungsprozessen von Beschneidungsopfern nicht verfügbar sind, in den Akten nicht verfügbar sind, differenzierte Befunddokumentationen, die die medizinische Indikation des Eingriffs bestätigen. Häufig werden diese Beschneidungen ja unter der medizinisch rechtfertigenden Scheindiagnose einer Phimose durchgeführt und Untersuchungen zeigen, dass nur in den allerwenigsten Fällen wirklich medizinisch-pathologische Phimosen vorliegen, sodass es im Prinzip auch hier den Straftatbestand Abrechnungsbetrug geben könnte. Und gerade weil die Prozesse der Beschneidungsopfer jetzt doch langsam anfangen, ich selber war hier in Düsseldorf Zeuge eines solchen Prozesses, ist es wichtig, dass die Befunddokumentation
und die Dokumentation der medizinischen Notwendigkeit wirklich gefordert wird, genauso wie auch eine offensive Aufklärung. Und das ist der Fortschritt der jetzt vorliegenden Leitlinien, ist in der Tat Konsens unter allen medizinischen Fachgesellschaften, die an dem Prozess beteiligt waren. Und insofern ist der Gesetzgeber vielleicht wirklich hier auch angesprochen. Dazu hat sich Reinhard Merkel gemeldet. Ich möchte nur jetzt nicht missverstanden werden. Diese Aufklärungspflicht halte ich für richtig und für notwendig. Wenn sie in den neuen Fassungen der Leitlinien der zuständigen medizinischen Fachgesellschaften ausformuliert ist, dann gehört sie zur Behandlung lege artis, zur kunstgerechten Behandlung. Dann haftet jemand, der die Aufklärung nicht durchgeführt hat, wenn hinterher Schäden da sind und der Beschnittene auf Schadensersatz klagt. Gegebenenfalls kann dann sogar jemand strafrechtlich haften wegen Körperverletzung, weil er die Behandlung, die natürlich von 1631d als kunstgerechte verlangt wird, nicht kunstgerecht durchgeführt hat. Zur Lex artis der Medizin gehört die hinreichende Aufklärung. Und wenn dann meinetwegen auch die Eltern entsetzt über irgendwelche Langzeitschäden, die sie ihrem Kind haben zufügen lassen, vor Gericht gehen und sagen, wir sind darüber nicht aufgeklärt worden, wir hätten nicht eingewilligt. Wenn wir diese Risiken gekannt hätten, dann steht sozusagen die Haftung des Arztes sowohl zivilrechtlich als auch sogar gegebenenfalls strafrechtlich gar nicht mehr in Frage. Das halte ich für richtig. Diese Aufklärung gibt die Pflicht zur Aufklärung, hätte der Gesetzgeber am besten schon in einen Absatz 1631d, einen dort angefügten Absatz einfügen sollen, aber sie ist jetzt mit der Verankerung in den Leitlinien ärztliche Pflicht. Wo bei mir die Grenze, die politische Grenze, von der ich geredet habe, verläuft, ist, wenn das für rechtswidrig erklärt werden soll. Ich erinnere mich an eine kurze, heftige Kontroverse im Ethikrat mit Leo Latasch, unserem jüdischen Mitglied, der die Antisemitismuskarte gegen mich immerhin angespielt hat, was mich schwer gekränkt hat. Wir haben uns hinterher verständigt wieder darüber. Er hat den Verdacht auch nicht wirklich. Aber Latasch hat einen Satz gesagt, den auf die Rechtswidrigerklärung der Beschneidung die Mehrheit der Juden in diesem Land zustimmen würde. Der hat zu mir gesagt, wir wollen hier keine jüdische Sonderbehandlung. Wir wollen, und das ist gemeint mit jüdischer Sonderbehandlung, dass das sozusagen ein gewisses Stigma abwirft. Wir werden mit Dingen, die eigentlich indiskutabel sind, weil wir Juden sind vor dem Hintergrund der deutschen Vergangenheit, anders behandelt. Und er war empört über die Vorstellung, dass ein jüdisches Sonderrecht damit geschaffen würde. Das wollen wir nicht. Also wenn den jüdischen Bürgern in diesem Land gesagt würde, macht euch keine Gedanken, wir verfolgen euch nicht. Aber wir müssen euch leider sagen, das ist rechtswidrig, was ihr tut, gäbe es die Empörungswelle, die auch zur Krise in der Politik zwischen Deutschland und Israel führen würde. Und ich meine, vorhin habe ich es gesagt, ich meine, Deutschland allein kann das nicht, kann es nicht machen. Aber darüber, wie wir ja in unserer Runde sehen, mag man streiten. Kommen wir jetzt zur letzten Runde. Ich glaube, wir sind auch schon ein bisschen über die Zeit. Was sind die positiven Folgen dieses Kölner Urteils? Mir scheint es so zu sein, dass vielen Menschen klar geworden ist, dass es keine Bagatelle ist, dass es sich um einen risikoreichen Eingriff handelt, einen schmerzvollen Eingriff, ein Eingriff, der mit dem nicht mehr gut zu machenden Verlust eines wichtigen Organs verbunden ist. Ein traumatisierender Eingriff unter Umständen. Das scheint sich doch eigentlich durch diese Debatte zumindest in weiten Teilen herumgesprochen zu haben. Und die Gespräche, die ich hatte mit jüdischen Eltern und muslimischen Eltern, war, dass das eigentlich der große Vorteil ist und dass viele inzwischen darüber nachdenken.
Und ich meine, um das Judentum, also die Begründer des Zionismus haben schon ihre eigenen Söhne nicht mehr beschnitten. Also Herzl zum Beispiel. Das heißt, es gibt ja schon eine lange Auch Tradition, Sigmund auch im Freud nicht. Ja, Sigmund Freud, die ganzen säkularen Juden, die einen Großteil auch des Judentums ausmachen, die sind ja schon lange eigentlich mit diesem Thema vertraut, und von denen kommt auch der Impuls. Nur haben wir doch mehr als diese Bewusstseinsbildung als eine positive Folge, denn ich bin da skeptisch, wenn ich mir Israel anschaue. Die säkularen Juden werden mehrheitlich zustimmen. Aber die orthodoxen, die ultraorthodoxen Juden werden solche säkularen Argumente oder Kinderrechtsargumente überhaupt nicht zulassen, da das überhaupt nicht in ihrem Horizont ist. Also können wir tatsächlich hoffen, dass in Israel ein solcher Veränderungsprozess eingeleitet wird, oder müssen wir eher hoffen auf Holland, Schweden, also diese anderen europäischen Länder, die nicht diese Last der Geschichte mit sich tragen? Ja, das ist ein Argument. Vielleicht ist das nicht. Mhm. Als Wissenschaftler habe ich natürlich die stille Hoffnung, dass sich die leise Stimme der Vernunft irgendwann auf der Basis von wissenschaftlichen Befunden durchsetzen wird. Das ist aber ein langer Prozess, ein zivilisierender Prozess, eine Einhegung von Gewalthandlungen gegen Kindern. Das ist ein sehr mühsamer, sehr langwieriger Prozess. Und selbst zu erkennen, dass man selber treibender Anteil eines gewalthaltigen Rituals ist oder gewesen ist, ist ein enormer reflexiver, emanzipatorischer Akt, sich aus Fantasie- und Denksystemen zu befreien, die gruppale Identität ermöglichen, zeitstabile gruppale Identität ermöglichen, ist ein enormer aufklärerischer Akt, und das benötigt einfach einen breiten gesellschaftlichen Prozess und Konsens, und ein Teil dieses Diskurses stellt natürlich auch die wissenschaftliche Forschung dar und auch der Umgang mit unseren Patienten. Ich habe meinen Assistentinnen und Assistenten immer nahegelegt, fragt auch nach Beschneidungserfahrungen in der Kindheit, fragt nach den Folgen und Konsequenzen mit demselben Engagement, wie ihr nach Blinddarmoperationen oder Mandeloperationen fragt. Ihr werdet schlimme Geschichten hören, mit denen ihr dann umgehen können müsst. Also wir brauchen ärztliche Fortbildung in diesem Bereich, was ganz wesentlich ist. Und wir brauchen, Punkt 2, wir brauchen mehr Forschung, mehr quantitative Forschung in diesem Bereich. Das ist übrigens auch eine Forderung der eben zitierten Leitlinien, ja, dass die empirische Evidenz in diesem Bereich stellenweise noch recht dünn ist, was Risiken und Komplikationen angeht, und dass dieses Forschungsdesiderat endlich offensiv angegangen werden muss. Wir selber haben an der Universitätsklinik in Düsseldorf gerade eine relativ große Studie dazu abgeschlossen, in der wir zeigen konnten, dass kindheitlich beschnittene erwachsene Männer, wenn man ihnen beschneidungsassoziierte Bildreize vorlegt, so wie ich das eben gemacht habe mit ihrer technischen Unterstützung, dass also kindheitlich beschnittene Männer mit einem hohen Stresslevel reagieren, wenn man physiologische Maße erhebt, wie elektrodermale Aktivität oder Herzrate. Wenn man sie allerdings fragt, also die sprachbewusste Repräsentanz abfragt, beschneidungsbezogen, hört man dann eher, nee, ich habe keine Probleme damit. Wenn man aber das unbewusste Nervensystem befragt, hast du heute noch Angst? Dann sagt das unbewusste Nervensystem ja. Und ich denke, dass diese und andere Befunde, die jetzt sicherlich in der Breite auch erarbeitet werden und hoffentlich auch mit öffentlichen Fördergeldern, dass diese Befunde den Diskurs im Sinne der Empathie für das Leid von Kindern voranbringen wird. Und das ist auch eine Folge
von 2012, von dem Ja. Urteil. Das heißt, wir können hoffen auf den medizinischen, den wissenschaftlichen Fortschritt. Können wir auch hoffen auf irgendwelche Verfahren, die dazu beitragen könnten, dass dieser Paragraph gekippt wird? Das ist die Frage jetzt an die beiden Juristen in der Runde. Jetzt ist Holm-Putzke erstmal dran. Ja, Also, da muss man sich als Jurist ja überlegen, wie können solche Verfahren überhaupt bei Gericht landen. Und wir hoffen immer auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichts. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir darauf so hoffen sollten und wie das ausgehen würde. Am Ende manifestiert das Bundesverfassungsgericht den Zustand des Erlaubtseins nur. Das wäre ein Pyrrhussieg. Ich möchte auch noch mal so Bilanz ziehen vielleicht. Und man könnte eigentlich eine sehr negative Bilanz ziehen. Zunächst mal bin ich geneigt, damit zu beginnen. Sie haben gesagt, mehr Menschen sind heute sensibler, was dieses Thema angeht, auch über die Risiken und Nebenwirkungen und lehnen auch diesen Eingriff ab. Ich glaube, dass weniger. Ich denke, dass die Ablehnung nach wie vor eine gleiche Rate hat wie auch schon 2012 und davor. Die wird vielleicht so bei 70% liegen. Es gab ja mal Umfragen. Die Menschen werden das überwiegend ablehnen, diesen Eingriff intuitiv, weil man mit dem kindlichen Leid da durchaus eine Verbindung hat, empathisch, die dazu führt, dass man das ablehnt, das Ganze. Ich glaube, dass wir bei denjenigen, die diesen Eingriff ohnehin durchführen, durch die ganze Debatte nur ein noch engeres Zusammenstehen erreicht haben. Die sind noch entschlossener, das Ganze zu verteidigen und durchzuführen. Also dieser Angriff von außen, als der es wahrgenommen wurde, hat zu einem Zusammenschluss der Gruppe geführt. Da würde ich vor allem im Judentum sagen, also diejenigen, die ohnehin das Ganze durchführen wollten und die vielleicht ein bisschen unentschlossen waren, die sind heute noch entschlossener, das Ganze durchzuführen. Also das könnte man als Pyrrhussieg bezeichnen. Und wir haben im Gesetz eine Erlaubnis drinstehen. Also die Debatte hat dazu geführt, dass es erlaubt ist. Und jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt. Nicht nur die Erlaubnis steht drin, sondern diese Erlaubnis hat wiederum andere wach gemacht, die darauf hoffen, dass man das vielleicht auch bei Mädchen in den milden Formen durchführen dürfen müsste. Weil wenn es doch bei Jungen erlaubt ist in den milden Formen, warum soll es bei Mädchen in der milden Form, Stichwort Klitoris-Vorhautreduktion, verboten sein? Also auch diese Richtung kann man ja einschlagen. Und die Diskussionen gibt es. Das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Es gibt ja auch Rechtsschulen im Islam, die das vertreten und die das fordern. Die Diskussion wird kommen irgendwann. Warum nicht die leichten Eingriffe auch bei Mädchen? Trotzdem fällt meine Bilanz nicht negativ aus. Zum einen ist es richtig, was Matthias Franz sagt, dass es einen Impuls gegeben hat, sich intensiver mit den Problemen, nicht nur rechtlich, aber auch medizinisch zu befassen, die Risiken und Nebenwirkungen. Wir schauen da jetzt in den Fachgesellschaften genauer hin. Und ein zweiter Aspekt, den ich für sehr wichtig halte und der auch schon bei allen angeklungen ist, Reinhard Merkel hat die Hoffnung verbunden mit dem europäischen Nachbarn. Das Urteil von 2012 ist nicht in Köln oder in Berlin diskutiert worden, nur dort und nicht nur in den Grenzen Deutschlands. Das hat europaweit, ja weltweit eine große Resonanz, eine enorme Resonanz. Und es hat in Dänemark, vor allem in Schweden, die Namen hat Reinhard Merkel schon genannt, dort auch politisch zu einer Initiative geführt, diese Eingriffe einzudämmen und da auch dagegen vorzugehen, ohne diese historische Last tragen zu müssen, wie wir sie zweifellos in Deutschland haben. Und ich sehe das Dilemma, ich erkenne es an und will das gar nicht leugnen. Das ist eine hochschwierige Situation. Aber diese beiden Auswirkungen hatte das Urteil und das lässt die Bilanz für mich am Ende positiv ausfallen und ist mit der Hoffnung verbunden, dass sich etwas ändern könnte.
Und natürlich, wenn das Selbstverständnis in den Religionsgemeinschaften sich verändern würde, dann wäre das das Allerbeste. Das ist vollkommen klar. Nur diese Hoffnung würde ich nicht so hoch hängen, jedenfalls nicht mit Blick auf die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. So schnell geht das nicht. Das ist ein langer Prozess und darauf zu warten, ich bin nicht sicher, ob sich das lohnt. Also ich kann Das all dem nur schöne zustimmen. Schlusswort. Also ich glaube, Das ist da sind wir alle Konsens. hier einig. Das ist der Konsens. Wir hoffen auf das Beste und rechnen mit dem Schlimmsten. Ja, vielen Dank, meine Herren, für die Gesprächsrunde. Ich denke, dass wir zumindest einige Aspekte des Themas gut herausarbeiten konnten. Und ich hoffe, dass wir uns in 10 Jahren wiedersehen und dann 20 Jahre Kölner Urteil mit einem noch positiveren Resultat dann abschließen können. Vielen Dank. Vielen Dank an die Runde.